In diesem Video zeige ich die allgemeine Exponentialfunktion, speziell die e-Funktion und die natürliche Logarithmusfunktion ln von x. Beginnen wir mit einer einfachen allgemeinen Exponentialfunktion. Exponentialfunktionen haben eine Zahl in der Basis und das x nun im Exponenten. Das unterscheidet sie von den bisherigen Funktionen. Das x ist jetzt im Exponent. Den Verlauf dieser Funktion können wir uns so klar machen, dass wir für x nun Zahlen einsetzen. Zum Beispiel x gleich 0, steht hier 2 hoch 0, das ist 1, also bekommen wir bei 0 Stab 1 einen Punkt. Bei x gleich 1, 2 hoch 1 ergibt 2, sind wir hier bei 2. Bei 2 sind wir bei 4, 2 hoch 3 gibt 8 und so weiter. Wir sehen also, dass sich die y-Werte mit jedem Schritt in x-Richtung genau verdoppeln. Auf 2, auf 4, auf 8. Das gilt auch in der entgegengesetzten Richtung. Wenn wir auf minus 1 gehen, halbiert sich der Startwert auf 0,5, halbiert sich nochmal auf ein Viertel, halbiert sich nochmal auf ein Achtel und so weiter. Und so nimmt dieser Wert immer weiter ab. Er nähert sich der Null, ohne jemals vollständig die Null zu erreichen. Von links nach rechts betrachtet stellt also eine Exponentialfunktion einen Wachstumsprozess dar. Wenn wir uns hier die x-Achse als Zeit vorstellen und nach oben, sagen wir mal, die Anzahl von Bakterienzellen in einem Reagenzglas, und dann können wir sagen, dass sich diese Zellen jede Stunde verdoppeln durch Zellteilung. Aus einer Zelle wird 2, aus 2 wird 4, aus 4 wird 8 und so weiter. Wir sehen, dass sich alle Wachstumsprozesse der Natur durch solche oder ähnliche Exponentialfunktionen darstellen lassen. Wählen wir nun eine andere Basis, wir sehen, die Funktion 3 hoch x verdreifacht sich in jedem Zeitintervall. 3 hoch 2 gibt 9. Auch in der entgegengesetzten Richtung haben wir hier ein Drittel, ein Neuntel, ein 27. Und so geht auch diese Funktion noch steiler als die Funktion 2 hoch x gegen 0. Ist die Basis kleiner als 1, dann bekommen wir eine Zerfallsfunktion. Wir sehen, auch diese Funktion 0,5 hoch x startet bei 0 Stab 1, aber bei x gleich 1 hat sie sich auf 0,5 halbiert, auf ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel und so weiter. Nähert sich also auf der rechten Seite der Null, ohne sie vollständig zu erreichen. Es ist genau das Spiegelbild zu der Funktion 2 hoch x. Wir erkennen also, Exponentialfunktionen mit einer Basis größer 1 sind Wachstumsfunktionen, Exponentialfunktionen mit einer Basis kleiner als 1 sind Zerfallsfunktionen. Ihr kennt das aus der Corona-Pandemie. Was hier unten in der Basis steht, ist nichts anderes als der bekannte Replikationsfaktor R. Also, wie viele Personen steckt eine infizierte Person neu an? Wenn der R-Faktor 2 ist, dann wird aus einer Person 2, dann 4, dann 8. Und wenn der R-Faktor kleiner als 1 ist, dann wird aus einer infizierten Person eine halbe weitere, eine Viertel weitere und so fort, sodass das Virus im Laufe der Zeit ausstirbt. Nun schauen wir uns noch eine besondere Exponentialfunktion an, die e-Funktion. E ist die Eulersche Zahl 2,7182 und so weiter. Und die hat natürlich folgenden Verlauf. Ihr seht, die sieht genauso aus wie alle anderen Exponentialfunktionen und dieser Wert liegt zwischen 2 und 3, also ist auch der Verlauf mit dieser Steilheit hier genau zwischen diesen beiden Funktionen. Was ist nun das Besondere an dieser e-Funktion? Nun, das werden wir noch deutlich sehen, wenn wir später über die Kurvendiskussion sprechen. Dann wollen wir ja Funktionen ableiten. Wenn wir diese allgemeinen e-Funktionen 2 hoch x oder 3 hoch x ableiten wollen, dann wird das sehr schwierig. Ihr kennt wahrscheinlich gar keine Regel, um diese Funktion abzuleiten. Die e-Funktion hat aber eine Besonderheit, deren Ableitung ist sehr einfach. Die Ableitung von der Funktion e hoch x ist wieder e hoch x. Deswegen werden wir im Folgenden gar nicht mehr mit diesen allgemeinen e-Funktionen, Exponentialfunktionen arbeiten, sondern nur noch mit der e-Funktion. Es ist nämlich sogar so, dass man diese allgemeinen
Exponentialfunktionen alle in die e-Funktion umformen kann. Das sieht so aus. Mit unterschiedlichen Faktoren vor dem x. Wie man auf diese Faktoren kommt, das habe ich im Skript dargestellt. Schauen wir uns hier nur das Prinzip an. Also wenn der sogenannte Wachstumsfaktor vor dem x kleiner als 1 ist, dann verläuft die Funktion flacher als die einfache e-Funktion. Ist dieser Wachstumsfaktor größer als 1, dann verläuft sie steiler. Ist er negativ, dann handelt es sich um eine Zerfallsfunktion. Allen diesen Funktionen gemeinsam ist, dass sie durch den Punkt 0 Stab 1 gehen. Was passiert aber, wenn wir jetzt vor die e-Funktion einen Faktor davor multiplizieren? Ihr kennt das auch schon, das bewirkt eine Streckung der Funktion um den Faktor 2 in y-Richtung. Aus 1 wird 2, aus 2,7 wird 5,4 und so weiter. An einem gegebenen Graphen kann man diesen Vorfaktor sehr leicht erkennen. Das ist einfach hier dieser y-Achsenabschnitt. Schauen wir noch auf den wichtigen Fall der Funktion e hoch minus x. Hier hat man einfach das Vorzeichen von dem x umgekehrt. Das hat einfach zur Folge, als hätte man aus diesen Zahlen hier die entsprechenden negativen Zahlen gemacht. Und das bewirkt, dass die e-Funktion einfach an der y-Achse gespiegelt wird. Aus dieser Wachstumsfunktion e hoch x wird nun eine Zerfallsfunktion e hoch minus x. Interessant ist auch hier nochmal den Verlauf ins Unendliche zu betrachten. Die Funktion e hoch x kommt hier für große negative x-Werte aus der Nähe von 0, leicht oberhalb der x-Achse, steigt an, geht durch den Punkt 0 Stab 1 und geht dann nach plus unendlich. Wachstumsfunktionen gehen also hier gegen plus unendlich. Die Zerfallsfunktion kommt für negative x-Werte aus dem positiv Unendlichen, geht hier durch 0 Stab 1 und für große x-Werte nähert sich dieser Graph der 0 an. Wir können also sagen, dass eine Zerfallsfunktion für große x-Werte gegen 0 geht, ohne sie jeweils zu erreichen. Zuletzt schauen wir uns noch die Umkehrfunktion der e-Funktion an. Ihr wisst noch, wie man grafisch eine Umkehrfunktion konstruiert. Man nimmt sich die Winkelhalbierende her und spiegelt die Originalfunktion an dieser Winkelhalbierenden. Das sieht dann so aus. Wir haben also aus diesem Verlauf wird diese Spiegelung hier und das ist nichts anderes als die natürliche Logarithmusfunktion ln von x. Denn ln von x hebt die e-Funktion auf und umgekehrt. Das sind Umkehrfunktionen zueinander. Den Verlauf können wir uns wieder klar machen, indem wir uns einige wichtige Punkte hernehmen. Hier haben wir den Punkt 0 Stab 1 auf der e-Funktion. E hoch 0 ergibt ja 1, also ist umgekehrt ln von 1 gleich 0. Ebenso der wichtige Punkt e hoch 1 ist ja e, also 2,7, also ist umgekehrt ln von e gleich 1. Wichtig ist noch, dass wir den Definitionsbereich der Logarithmusfunktionen kennen. Wir sehen, aufgrund der Spiegelung beginnt die ln-Funktion überhaupt erst hier für positive x-Werte, also direkt bei x gleich 0 existiert sie nicht, aber kurz danach beginnt sie, ist zunächst negativ, wird bei 1 positiv und geht dann hier gegen plus unendlich immer höher. Wir haben hier also einen Definitionsbereich. Definitionsbereich sind alle erlaubten x-Werte der ln-Funktion von x größer 0.